In unserem heutigen Beitrag geht es nun final darum, den Krone Q-Liner nach sehr viel Vorbereitung und etlichen Einzelschritten nun auch zu komplettieren. Vorab aber noch ein kurzer Blick auf die Stirnwand und auf die Türen. Das Prinzip ist aber immer dasselbe. Flüssiger PU-Schaum zwischen soliden Stahldeckschichten. Und in die Stirnwand wird noch dieser massive Stahlrahmen zur Aufnahme der ca. 900 Kilogramm schweren Kältemaschine eingeschäumt. Und die Türen erhalten noch Aufnahmebleche für die Drehstangen und die Scharniere. Für die Verbindung von Dach und Boden mit der Seitenwand braucht es nun besagte Verbindungsprofile. Das Profil auf dem Dach und unter dem Boden hat diese zwei Schenkel und das Profil an der Außenwand oben und unten ist das passende Gegenstück. Und innen braucht es noch die Sockelscheuerleiste. Ich hoffe, unser kurzes Fachkrafttraining hat euch gefallen und vielleicht sogar die eine oder den anderen inspiriert, sogar beruflich noch tiefer in die Bits und Bytes einzusteigen. Für heute ist aber die Kühlhütte fertig und jetzt geht's zur Entspannung in die finnische Schwitzhütte. Bis denn!